Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier im MVG-Museum in München und bin jetzt hier am Stand von Cosimo. Da steckt Alexander Kosyra dahinter aus Fürstenfeldbruck. Der hat sich hier ein tolles Hobby einfallen lassen, Science-Fiction-Modellbau. Wie lange machst du dieses Hobby schon? Das mache ich jetzt seit insgesamt 10 Jahren. Mehr oder weniger langsam angefangen und mir war das Zusammenbauen von den Modellen eigentlich ein bisschen zu langweilig und habe dann gedacht, wenn da Licht drin ist und wenn da ein bisschen Bewegung dabei ist, dann leben die Modelle. Und das war meine Intention dahinter. Da können wir uns ja mal ein paar von den Modellen anschauen. Ja, das ist jetzt hier ein gigantisches Modell, fast 70 cm lang, tippe ich jetzt mal ungefähr. Ja, das ist richtig. Es ist sogar 80 cm lang und das ist der Captain Future, die Komet vom Captain Future. Die Älteren unter uns werden das natürlich kennen, weil das natürlich ein sehr bekanntes, markantes Raumschiff ist. Das ist aus dem 3D-Drucker. Ui. Ja, also lauter Einzelteile. Und habe ich dann auch mit Licht oder mit der Drehfunktion und ein bisschen Licht dazu, damit es so wie im Film aussieht. Wie lange baut man dann dahin? Das ist ganz unterschiedlich. Zwischen, sage jetzt mal, einer Woche und 5 Monaten ist alles dabei. Und in dem Falle? In dem Fall müsste ich spicken. Ich glaube, da habe ich so an die 3 Monate gebaut. Gut, dann haben wir hier jetzt ein paar deutlich kleinere Modelle. Ja, das ist ein Plastikbausatz von AMT. Das ist aus dem Film Lost in Space, die Jupiter 2. Und es ist halt auch, man hat halt gewisse Bausätze zu Hause, wo man sagt, da habe ich jetzt gerade Lust drauf und dann macht man das einmal, das zum Beispiel in 1,5 Monaten. Das ist aber mit Airbrush gemacht, das ist mit viel Lichtleiter gemacht und wenn man das dann auch noch umdreht, dann sieht man auch unten, dass es zum Beispiel so ein Drehlicht hat. Genau, da hat es so ein Drehlicht. Das ist innen drin alles handbemalt, die ganzen Leitungen und der Rest ist alles mit der Airbrush gemacht. Und die Beleuchtung ist auch immer von mir. Dann haben wir andere Materialien wie zum Beispiel Kinderspielzeug von Hasbro. Zerlegt und neu aufgebaut mit 3D gedruckten Teilen und dann auch noch gealtert. Weil, wie sage ich aber so schön, im Weltraum gibt es keine Waschanlage. Und das ist jetzt hier der Millennium-Falken, ungefähr dann aus mehreren Bausätzen zusammengebaut, oder? Nein, das ist tatsächlich ein Kinderspielzeug von Hasbro. Der wurde zerlegt und wurde dann mit verschiedenen 3D-gedruckten Teilen wieder zusammengesetzt. Also die Füße unten wurden neu gemacht, das ist alles nicht dabei. Die Beleuchtung wurde eingebaut, die Alterung wurde gemacht, eben mit den verschiedenen Streifen. Die wurden dann so runtergezogen. Also hinten wurden echte Lüfter eingebaut. Da kommt dann auch tatsächlich hinten die Luft raus. Dann mache ich natürlich auch vieles aus Film und Fernsehen. Also das ist zum Beispiel aus dem Film Interstellar. Sehr bekannter Film, sehr realistisch. Und mit der Drehfunktion hat das natürlich was. Sieht genauso aus wie im Film. Kommt auch aus dem 3D-Drucker. Das sind jetzt so 35 cm Durchmesser hat diese jetzt ungefähr sowas, als Größenvergleich. Es gibt halt leider auch keinen Maßstab, weil ich muss immer, so viel wie der Drucker hergibt, eine Größe, genauso groß drucke er. Jetzt wird es hier wieder ziemlich lang. Das ist jetzt hier ein Das ist aus dem Film Passengers und auch mit der Drehfunktion, dass ich praktisch hier das Licht reinbringe mit dieser Drehfunktion. Die Stromzufuhr geht über Kugellager. Direkt über die Kugellager? Über Kugellager. Einmal Plus, einmal Minus hinten. Und der Strom wird über Kugellager übertragen. Und das ist wieder aus dem Star Wars Universum. Das sind hier von dem Sandcrawler, sind das die Jawas. Das ist die Szene aus dem Film nachgebaut. Das heißt, das ist jetzt in dem Fall kein Bausatz, sondern wirklich komplett... Nein, das ist ein Bausatz aus Amerika, aber das Dioramen habe ich praktisch gebaut. Und das ist ganz nett, weil das sind ja Schrottsammler und da gibt es natürlich auch einen Schrottplatz bei mir. Ja, auch mit vielen Lichteffekten. Also da ist ja, und allein da steckt schon eine Woche Arbeit drin. Und das ist halt
eine Putzwolle, ein Überraschungsei, ein Strohhalm, Ritzel. Alles, was man so findet in der Kiste, in der Krabbelkiste, das wird da reingeschmissen. Also eine Einladung zur Fantasie, dass man einfach mal auch ein bisschen überlegt, was man so machen kann. Genau. Dann sind wir jetzt hier irgendwo 1969, das letzte Mal, glaube ich, im Einsatz. Richtig. Eine der letzten, oder wann? 69 war 69 der erste. War der erste, ja. Aber ein kleiner Fehler hat sich bei mir mal wieder eingeschlichen. Die haben einen vergessen. Aber das ist meine Story. Die zwei haben sie einfach gestritten, hat der andere gesagt, ich fliege jetzt heim, du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Entschuldigung. Ja. Auch da gilt natürlich, man darf es nicht so ernst sehen. So ein Hobby muss man sowieso mit dem gesunden Humor und mit dem gesunden Gaudi einfach sehen. Ja, genau. Weil sonst wird es wahrscheinlich, wenn man die Stunden und Tage rechnet, wird es wahrscheinlich schnell müßig. Nein, das soll ja ein bisschen Spaß auch dabei sein. Und bei jedem Modell ist halt irgendwas dabei, wo ich sage, da habe ich meine eigene künstlerische Freiheit. Die Alien Queen auch aus dem 3D-Drucker. Und drunter ist der Plastikbausatz. Und das Drumherum ist alles selber gemacht. Dann kommen wir jetzt bei Star Trek, bei einem der großen Klassiker an, Ja. den es vor kurzem auch von einem Hersteller als Klemmbausteine jede Menge gab, die jetzt aber anscheinend nicht mehr geliefert werden dürfen. Und deshalb, man munkelt, dass jetzt irgendwie ein anderer Konzern diese Klemmbausteine von der... Ja, da gab es dann Blue Bricks und wie sie alle heißen. Aber auch das sind Plastikbausätze von Revell. Und die sind natürlich so lackiert mit diesen ganzen Kacheln. Die Enterprise, die Original, war tatsächlich einer meiner ersten Modelle. Also vor gut 10 Jahren dann. Genau. Auch der X-Wing war eines meiner ersten Modelle. Da habe ich bloß die Kanzel runter, weil da kann man es besser fotografieren. Und den baue ich gerade in groß. Das wird ein richtiger... Was heißt groß? Dann mehr als 1 Meter? Na, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das hat, aber das ist auch ein Kinderspielzeug von Hasbro. Und den baue ich komplett neu auf. Da wird auch der R2 hinten sich drehen, beleuchtet ist er schon. Das Cockpit bekommt ein Display und so weiter. Jetzt haben wir da natürlich ganz was Bekanntes, E.T. Kennen sehr, sehr viele. Nach Haus, ja. E.T. will nach Hause telefonieren, er hat einen beleuchteten Finger, pulsierendes Herz. Dann muss ich jetzt mal die Lampe ausschalten, damit man das pulsierende Herz schön sieht. Jawohl. Und auch das Rundumlicht ist eigentlich ein konstantes Licht, das ausgeht. Eins geht rechts rum, das andere geht links rum. Battlestar Galactica sehe ich jetzt Ja, hier das ist gerade sehr, am sehr Zettel. klein. Ja, und da ist wiederum die Herausforderung, dass es dass das Licht in das Modell kommt. Und das ist natürlich immer sehr, sehr aufwendig, wenn das Modell klein ist, alles unterzubringen. Bei großen Modellen ist das weniger das Thema. Da Ja, hat so man viele genug Platz. Glühlampen sind wahrscheinlich Glühlampen sowieso nicht. Lichtleiter. Aber so kleine LEDs gibt es auch nicht. Das macht man das Ja, mit es gibt schon, Lichtleiter aber eben. Lichtleiter, da sind ja lauter Lichtleiter drin. Und zu dem kleinen Mann muss ich sagen, das ist ja C-3PO aus Star Wars. Den hatte der Originalschauspieler schon in der Hand. Und hat ihm schon die Flossen geschüttelt. War ein besonderes Erlebnis für mich, weil er eigentlich vorbeigegangen ist und dann ist er nochmal umgedreht und ist zu mir gekommen und hat ihm die Hand geschüttelt. Ja, da gibt es natürlich dann auch die großen Star Wars Sachen, wie den Supersternenzerstörer, den TIE Fighter, der dann, ganz lustig, eigentlich auf einer Nachttischlampe, auf einer abgesägten montiert ist. Und da kommt der Strom rein. Ah ja. Ja, dann steckt man das hier an und schon hat er wieder Strom. Und schon leuchtet er wieder. Und sorgt wieder für Blinken. Und schon hat man auch schon einen Ständer dafür. Und dann haben wir hier bei dem Executor Class Super Sternenzerstörer, da haben wir jede Menge Lichtleiter. Da ist ja wirklich 3000 Stück an der Zahl. Mit 0,5 mm, genau. Und die muss man alle einzeln bohren, oder Ja. was? Vorher muss man die Seitenteile alle abschleifen, dass sie gewisse Dicke haben, dass man die Lichtleiter auch durchbringt. Und da haben wir den Sternenzerstörer, der ist da hinten im gleichen Maßstab.
zu dem großen Sternenzerstörer. Und da haben wir den kleinen. Oder Jetzt auch nicht allzu klein, aber und da hängt auch die Tantive unten dort, wie im Film. Da brauche ich wieder Licht. Ja, und eben da wieder die Enterprise, Mal von vorne. die Damit man klassische und die aus den neuen Filmen. Auch Valerian zum Beispiel ist so ein Spiel bzw. ein sehr schöner Film. Die einen mögen ihn, die anderen nicht. Der kommt auch aus dem 3D-Drucker, das Modell. Und die fliegen auch an so blauen Planeten vorbei. Und das unten ist ganz einfach ein halber Globus, dem die Folie abgezogen wurde und dann von unten beleuchtet wurde. Ja, dann gibt es so auch wieder Star Wars, die Tidirium, die auch auf dem großen Sternenzerstörer war. Und da oben haben wir dann Oblivion, die Drohne, die kommt auch aus dem 3D-Drucker und ist mit Tom Cruise der Film. Auch einer meiner Lieblingsfilme, aber die Drohne wollte ich unbedingt mal bauen. Jetzt sind wir bei Batman. Und Batman natürlich, genau. Da gibt es auch sehr viele Plastikmodellbausätze und die natürlich in so ein Dioramen zu setzen. Und wenn man jetzt von der anderen Seite schaut, sieht man den Schatten von Batman auf dem Mond. Da muss ich jetzt wahrscheinlich die Lampe dazu. ausmachen, damit man das sieht. Genau, und dann sieht man den Schatten von Batman auf dem Mond. So wie in den Filmen dann auch, aber eben nicht am Mond. Ja. Und auch da unten haben wir jetzt ein Poster mit Batman und da ist das Poster beleuchtet mit den ganzen Laternen und mit den Ampeln. Und auch hier sind lauter Lichtleiter eingebaut in den kleinen Cockpit. Das Cockpit rein. Ja, ist ja eine riesige Ausstellung. Das sind hier locker 100 Exponate dann auf der Ausstellung, schätze ich jetzt mal, für das Land. Insgesamt, ja. Das ist aus Perry Rhodan, das ist ein Roman. Das sind Romanhefte. Das sind Da gibt es von Revell Romanhefte hier. ganz viele, also 4 verschiedene Modelle. Und die kann man natürlich beleuchten, wie man möchte, weil da gibt es keine Vorlagen dafür. Und da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. War recht schön zu bauen. Und auch sehr viel mit Airbrush gemacht. Bei der Soul zum Beispiel, da sind 3600 Lichtleiter drin. Die kann man auch aufmachen, damit die Besucher mal sehen, wie es innen drin aussieht. Ich mache jetzt nochmal Licht an, damit man das auch mal sieht mit den Kabeln, mit der Verteilung. Ja, die werden einzeln angeklebt. Und bevor der Kleber anzieht, werden die alle wieder zurückgeschoben. Also nicht außen abgeschnitten, wie es viele Kollegen machen, sondern tatsächlich einzeln ankleben, bevor der Kleber anzieht, alle zurückschieben. Dann liegen die oben plan auf. Da darf man sich dann nichts anderes vornehmen, damit der Kleber nicht zu schnell hart wird. So ist es. Das macht man dann so am Wochenende oder am Abend? Oder? Am Abend, ja genau. Mal am Abend bloß Löcher bohren. Das ist auch ein Resinbausatz aus Amerika, aus dem Star Wars Film, aus dem 8. Teil. Davon gibt es weltweit wohl nur 30 Stück. Ob die alle so beleuchtet sind wie meins, weiß ich nicht. Aber mit dem letzten Bomber, mit den kleinen TIE Fightern hat es schon was, hat es schon Leben, sagen wir mal so. Ja, hier lebt vieles von den tollen Lichteffekten. Und es ist schön, dass wir hier nicht Tageslicht hell haben, sondern dunkel. Und ich dann immer wieder wechseln muss, ist zwar dann umständlich, dass ich immer Lampe ein, Lampe aus. Aber ich glaube, so hat man dann wirklich was. Kann man, wenn man Details sehen will, einfach auch mal einschalten. Ja, das sind die Zylonen. Die haben ja ihren eigenen Visor. Das ist auch mit Platinen gemacht, mit so Steuerplatinen, dass die praktisch so einen Knight Rider-Effekt haben. Auch aus dem Film Kampfstern Galactica. Und das ist die zweite Soul, wo ich gebaut habe, viel aufwendiger lackiert. Allerdings hat die einen Schaden davon getragen vom letzten Transport. Deswegen ist der Schaumstoff da unten dort, weil die muss gerade geklebt werden. Passiert leider immer wieder, dass Modelle kaputt gehen,
weil sie ja, irgendwo umfallen oder ich bin meistens auch selber dran schuld. Oder weil manchmal Besucher auch zu wenig mit den Augen und zu sehr mit den Fingern schauen. Ja, das kommt auch vor, allerdings machen die nicht so viel kaputt wie ich selber. Okay. Dann ist es der einzige Trost, man war wenigstens selber schuld. Ja, auch diese kleinen Visitenkartenhalter. Kleine Anekdote, ich habe diese Millennium Falken gedruckt und habe gesagt, für meinen Visitenkartenhalter, dann hat meine Frau wieder gesagt, aber die sind schon beleuchtet, oder? Ja, dann bin ich wieder in mein Zimmer, habe die auseinandergesägt und habe die dann beleuchtet. Das da oben ist die Szene aus dem Star Wars Film, wo sie von Hood fliehen mit der Ionenkanone. Das ist jetzt ein Mischmasch aus einem Resinbausatz, ist das große Modell. Der AT-AT hinten ist aus einem 3D-Drucker. Und die kleinen Modelle sind dann von Bandai, Plastikmodellbausätze. Und die Ionenkanone ist aus dem 3D-Drucker. Genau, das ist die Kampfstern Galactica. Ein Riesenmodell aus Amerika. Die ist tatsächlich 1 Meter lang und gibt es seit 10 Jahren nicht mehr zu kaufen. Das Besondere an der Galactica ist, dass die Landebahnen bis vorne ausgebaut sind. Wird sehr schwierig zum Filmen. Mal schauen, ob ich da irgendwo reinkomme. Jetzt zeige ich erstmal hier mal den Solarantrieb oder was immer das ist. Ja, das ist der Antrieb und das wird wahrscheinlich eher schwierig. Ja, ist eine Herausforderung. Ja, das geht normal nur mit dem Handy. Da ist die andere Seite wahrscheinlich besser, weil da kein Shuttle dort ist. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Vielleicht komme ich rein. Da ist ein 16-Kanal Lauflicht drin. Die Platine ist oben in der Mitte und geht rechts und links gleichzeitig runter, dass das gleichzeitig auch läuft. Man kann es ja ahnen, aber man kann es nicht mehr drehen, dann sieht man dann mal volle Breitseite. Auch die kleinen Vipers sind mit einem 3D-Drucker gemacht und handbemalt. Sehr schwer zu sehen, aber wie gesagt, hier sieht man mal das Größenverhältnis. Das ist die Viper in ein bisschen größer. Auch hier ist das Cockpit beleuchtet mit Helm vorne dort und einem Lauflicht, wie es auch in der Galactica drin ist. Das ist auch ein Plastikbausatz. Und dann kommen wir natürlich wieder zu Buck Rogers, auch ein Modell aus dem 3D-Drucker. Die Datei war sehr, sehr schwach bestückt mit Einzelheiten. Die habe ich dann noch aufgepimpt und habe die dann noch verfeinert. Und da ist auch unten das Poster mit den Sternen ist auch beleuchtet. Dann schalte ich jetzt meine Beleuchtung wieder aus, damit man auch diesen Effekt schön sehen kann. So, da sind dann Sterne beleuchtet mit Rot und Weiß. Und natürlich das Schlachtschiff auch entsprechend. Genau, und das Schiff, was ich viel Wert drauf lege, ist, dass die Lichter oder beziehungsweise die Fenster akkurat gerade sind. So gut wie möglich, bei dem Modell jetzt zum Beispiel. Auch hier Space Odyssey, ein sehr, sehr alter Film. 2001. 2001, ja. Auch ein Poster hinten, das dann eben mit Lichtleitern bestückt worden ist. Ja, wenn ich überlege, 2001 ist, glaube ich, 1966 veröffentlicht worden als Film. Oder 68, 66. Oder irgend sowas, weil da war ich noch relativ jung. Da hinten rein da war der Kinofilm dann relativ langweilig. Da sieht man das, wie das mit den Lichtleitern wieder ist. Und da haben wir auch noch ein großes Schlachtschiff, auch wieder aus dem Star Wars-Universum. Das ist die Venator-Klasse. Ein Sternzerstörer
der in Szene gesetzt ist, wie es im Film ist. Hinten mit diesem Poster, das ist genau die Schlacht auch. Normal ist der Hangar zu, den habe ich in der Mitte auseinandergesägt, habe das Innenleben selber rein gemacht, auch die Fighter mit dem 3D-Drucker. Damit man sich das vorstellen kann, wie es innen auch zugeht. Genau. Weil es zu langweilig wäre, wenn er jetzt nur von außen wäre. Es würde nicht leben. Ja, eben. Und hier sieht man auch wieder ganz deutlich, dass diese Lichtleiter in der Tiefe sind. Hier sind insgesamt 2500 Lichtleiter mit 0,5 mm verbaut. Und eben diese Explosion mit dazu, die Fighter, die dann rausfliegen aus den Hangaren, die Antriebe und so weiter, das soll so ein bisschen zum Leben erwecken. Und das Ganze zeigen wir jetzt auch nochmal zum Größenvergleich, wie groß der eigentlich ist. Genau, da stelle ich mich nochmal dazu. Hier nochmal dazu stellt, genau. Damit sich jeder das vorstellen kann, welche Dimensionen dieses Hobby hat. Schon ein Monster, ja. Ja, dann wünsche ich noch viele, viele Jahre mit viel, viel Spaß und neuen Ideen, wie man hier diese Modelle dann oder noch weitere Modelle bauen kann. Und ich hoffe, dass man dann vielleicht auf einer der nächsten Ausstellungen sie wieder hier sieht. Ja, auf jeden Fall. Eine kleine Vorschau habe ich noch für nächstes Jahr. Da können wir gerne darüber schauen. Das wird nämlich der X-Wing. Wie ich vorher erwähnt habe, der ist auch aus dem 3D, also Kinderspielzeug. Die Flügel sind aus dem 3D-Drucker. Hier sind die Antriebe schon fertig und der R2 ist auch schon beleuchtet. Hier haben wir die Kanonen dazu. Die sind auch schon fertig und vorne dann auch beleuchtet. Also wird das auch ein gigantisches Modell und das sind jetzt hier auch... Das ist das Cockpit. Das wird das Cockpit dann mit einem Original-Display. Also ein bisschen die Elektronik zu sehen, was hier zum Einsatz kommt im Inneren. Das baut mein Freund, der Klaus. Der ist für die Elektronik zuständig. Da bin ich raus, weil ich baue lieber. Ich setze lieber Lichtleiter ein. Und dann sind wir hier, als Beispiel sehen wir dann Lichtleiter im Einsatz, die dann tatsächlich hier verbaut werden. Kann ich gerne noch mal kurz demonstrieren. Und zwar gibt es hier die LED dazu. Da mache ich jetzt aber die Beleuchtung wieder aus, damit man das wieder sehen kann. Da hat man die LED. Da hat man dann einen Schrumpfschlauch mit diesen gebündelten Lichtleitern und schon haben die ihr Leben. Und das ist jetzt hier ein Resin-Druck, Resin-3D-Druck in dem Falle. Genau, ist aber nur ein Demo-Teilchen. Und man kann sogar für die Eisenbahn auch kleine Autos beleuchten. Wenn wir dann wieder beim Modelleisenbahn-Thema wären, hier, wir sind ja hier auf einer Ausstellung im MVG-Museum zum Thema Eisenbahn. Ja, und so schließt sich der Kreis wieder. Gut, dann bedanke ich mich beim Alex Kosyra hier für die Zeit, die er sich genommen hat, um uns das alles zu erklären. Sehr, sehr gerne. Noch schöne Tage. Freue mich auf nächstes Jahr.